So, schönen guten Morgen, Leute. Tag, ich weiß nicht. Wir haben heute Freitag, den 8. Oktober. Wir am Sonntag würden wir 14 Tage häckseln. Das heißt, wir haben jetzt 12 Tage und wir hatten 2,5 Tage Unterbrechung. Genau, wegen Regen. Wir haben jetzt gehäckselt ungefähr 270 Hektar. Das heißt, 330 müssen noch. Also wir haben jetzt hier bei uns noch ungefähr 130 Hektar, die wir zu machen haben. Und dann am 18. Oktober nochmal einen Kunden. Also genau der hier mit dem JCB neben mir fährt. Da fahre ich dann hin, häcksel da nochmal 200 Hektar. Die Erträge sind bis jetzt wirklich gut. Also kann man jetzt nicht anders sagen, wirklich sehr, sehr gute Erträge. Wildschaden ist hier und da, teilweise auch sehr intensiv, aber dennoch haben wir trotzdem gute Erträge. Muss man so sagen, hier zum Beispiel. Das seht ihr gerade nicht, aber hier auf der linken Seite ist halt viel Wildschaden. Ja, wir haben jetzt bei mir 10.000 Tonnen im Silo. Und 9.900 Tonnen. Und platzbedingt wird auch alles erstmal zu mir gehen. Aber mein Nachbarbetrieb ist voll, beziehungsweise der wird voll. Und da ist kein Platz, der nochmal für 6.000, 7.000 Tonnen oder eigentlich 10.000, die er bekommt. Also ich habe jetzt schon eigentlich viel mehr im Silo, als ich überhaupt benötige. Ich brauche eigentlich dieses Jahr schon ein bisschen mehr Mais, weil ich halt eine kleine Betriebsumstellung habe, ein bisschen gemacht habe. Ne? Und weil ich ja nun in Zukunft mit mehr Rindergülle von meinem Nachbarstall fahren würde, habe ich ja schon mal alles intensiv erklärt. Habe ich dieses Jahr ein bisschen mehr Mais angebaut und wollte mir halt auch wieder ein Polster aufbauen. Sodass ich mit 8.000 Tonnen oder so locker klarkommen würde. Und ich denke, wir werden am Ende irgendwo bei 18.000 Tonnen liegen, die wir dann ernten. Und das geht dann alles zu mir. Jetzt haben wir noch ein bisschen das Silo anders gebaut, als wir eigentlich wollten. Wir haben uns noch ein bisschen Platz eigentlich für den letzten Grasschnitt gelassen. Aber ja, haben wir das sozusagen, jetzt übersilieren wir fast alles, bis auf vorne so ein kleines Grassilo aus dem 3. Schnitt, das füttern wir aktuell. Und wenn wir den letzten Schnitt machen, würden wir da rüber ransilieren irgendwie. Also dieses Jahr müssen wir natürlich mit dem Platz schon ein bisschen kleiner Künstler sein. Gefällt mir aber deutlich besser als wie im letzten Jahr, dass ich da meine Probleme habe, Verträge zu erfüllen und. Ne? Das ist natürlich dieses Jahr ein reines Luxusproblem. Und dann nehmen wir das natürlich lieber im Kauf. Wir müssen da ein bisschen hoch und quer und rüberschieben, ein bisschen höher bauen, dann passt das schon. Definitiv. Also am Ende werden dann 18.000 Tonnen ungefähr im Silo liegen. 600 Tonnen hatte ich ja tatsächlich weggeliefert. Ja, und dann werden wir sehen. Also bin gespannt, habe ja im letzten Vlog euch schon mal das Video einmal gezeigt. Seitdem sind halt wieder 3.000 Tonnen jetzt mehr drin. Der Jaguar, ich will es nicht beschreien, läuft wie ein Uhrwerk, also war gar nichts, noch gar nichts. Also gut, ein Punkt, ich hatte mir einmal einen Einweiser verbogen, weil da ein kleiner Stein im Boden rausgeguckt hat. Den haben wir wohl nicht gesehen beim Steine sammeln, aber ansonsten wie ein Uhrwerk. Nichts, nicht eine Fehlermeldung, gar nichts. Genau. Also gestern haben wir auch gehäckselt, ganzen Tag. Gestern haben wir 3 Stücken fertig gemacht. Das eine in Funklochhausen. Da waren wir ja, letztens haben wir in der Einfolge, habe ich das ja abends beendet, da hat man nur noch einen Streifen gesehen. Hinter dem Streifen, also das ist so eine kleine Trennhecke auf ein Stück, hinter dem Streifen waren dann nochmal 25 Hektar. Weil viele haben geschrieben, warum macht ihr denn das bisschen nicht noch weg? Könnt ihr doch mal ein bisschen länger machen. Dahinter sind noch 25 Hektar, also so oder so hätten wir das nicht an dem Tag fertig bekommen. Und die Fläche hat tatsächlich, ich habe es noch nicht zur Finale gerechnet, aber die Fläche hat tatsächlich 20 Tonnen Trockenmasse erreicht. Auf dem Hektar, also die eine Seite hatte 21 Tonnen, die linke war müh schlechter, von daher gehe ich aus, wir müssten ungefähr bei 20 Tonnen Trockenmasse gelegen haben. Das ist natürlich ein absoluter Superrekord in unserer Region, vor allen Dingen das ist sehr sandig. Aber man muss auch sagen, die Fläche hat sehr guten Niederschlag abbekommen, also tatsächlich auch ein bisschen mehr. Da kann ich mir automatisch fahren lassen.
Ansonsten zu Stripte, normal gibt es noch ein Fazit. Was ganz interessant jetzt wird, ich habe schon auf dem Betrieb eine Klädendrillmaschine, 6 Meter. Da werden wir die Gerste mitmachen mit Unterfußdüngung. Das ist eigentlich durch einen witzigen Zufall entstanden. Zuschauer, Matthias, schöne Grüße. Matthias hat eine Kläden zur Vorführung und hat so gesagt, wäre die nicht auch interessant für dich? Da habe ich gesagt, ja, bestimmt. Und ja, am nächsten Tag hat auch schon Kläden bei mir angerufen und hat gefragt, was sie mir denn Gutes tun können. Und ja, jetzt habe ich eine Kläden zur Vorführung. Ein sehr interessantes Konzept, wie ich finde, weil es 2 interessante Systeme vereint. Aber das gucken wir uns an, wenn es soweit ist. Es wird sicherlich auch 1 oder 2 Videos geben von der Aussaat. Ich habe vielleicht auch vor, wenn wir es schaffen, ich weiß nicht, wie lange die Kläden bleiben, aber ich habe eigentlich vor, auch einen Beetversuch anzulegen im Vergleich zur Tigerdrill, dass wir das so ein bisschen ganzjährig betreuen können. Ihr kennt das ja, ihr habt es ja dieses Jahr auch beim Stripte gesehen. Nur beim Getreide können wir halt deutlich länger in die Bestände gehen und Vergleiche suchen. Ne? Das ist ganz klar, beim Mais waren wir ja dann irgendwo am Limit. Genau. Ja, wir haben jetzt also hier hinten alles lang. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr weit entfernt. Zu meinem Nachbarbetrieb wäre halt dichter gewesen. Heute habe ich 7 Transporter hier, morgen kommen 8. Und wie gesagt, also wir haben wirklich dieses Jahr das Luxusproblem, dass wir durch die hohen Erträge mehr Platz brauchen und auch mehr Transport, weil die Häcksler machen halt richtig viel Tonnen, weil die halt langsam fahren können. Also es geht ja im Verhältnis sehr wenig Kraft für den Vortrieb drauf. Und wir haben große, lange Pflanzen, die noch sehr grünlich und zart sind. Und das schafft natürlich Vorteile. Ne? Da machen wir natürlich deutlich mehr Tonnen. Also, heute ist Freitag. Ich gehe davon aus, wenn alles gut läuft und alles heil bleibt, dass wir Montag oder Dienstag fertig werden. Und dann gehen wir direkt in die Aussaat. Parallel auch. Also die Kläden wird parallel zur Tigerdrill laufen. Ich habe dann ungefähr 200 Hektar Getreide zu drillen und am Montag darauf werde ich dann schon Maishäckseln wieder Maishäckseln fahren. Bis dahin möchte ich gerne die Aussaat abgeschlossen haben, weil ich nehme ja den 8R mit zum Silo schieben. Klar, wir könnten das mit dem Fendt machen, aber ja, der 8R hat schon ein bisschen mehr Kraft. Wenn es dann wirklich um Hektar geht, dann braucht man auch diese 11, 12 km/h, die man da konstant fahren möchte und muss, damit das ganze Saatbett natürlich auch vernünftig aussieht. Wir haben jetzt diesen Herbst natürlich auch ein bisschen feuchtere Bedingungen. Das heißt, am Vorgewende gibt es sicherlich die ein oder andere Verdichtung. Da kommen wir ja nun nicht drum rum. Ja, also wir haben ja relativ viel Niederschlag bekommen. Ihr könnt euch vorstellen, so ein Maisbestand beschattet halt. Also die Böden trocknen an sich dann gar nicht mehr ab. Also es ist nur das, sozusagen, was überflüssig an Wasser ist, geht nach unten weg. Und die Flächen trocknen aber so nicht mehr frei. Dadurch hat man im Herbst halt dann deutlich dieses bisschen Geschmiere und so. Und das gucken wir uns natürlich auch an, inwiefern die Kläden da gut performen wird und kann. Interessantes Konzept, finde ich wirklich sehr, sehr interessant. So, machen wir den noch schnell voll. Wenn wir seitlich runterfahren, wir wollten uns ja in dieser Folge mit CMOS Auto Performance beschäftigen. Was ich letztens übrigens in den Kommentaren gefragt wurde, ob man den überhaupt noch manuell alleine fahren kann, ohne die ganzen Assistenzsysteme. Ja, mache ich jetzt. Ich fahre den Vorschub alleine, ich steuere den Turm alleine und ich lenke alleine. Und viele denken, weil man dann die Assistenzsysteme drin hat, fährt man den ganzen Tag nur noch damit. Nee, man hat auch ganz viele Momente am Tag, wo man alles komplett manuell macht. Ne, weil da auch teilweise die Assistenzsysteme ihre Grenzen haben. Aber man muss sagen, es gibt viele Punkte, wo man neidlos anerkennen muss teilweise, da ist inzwischen die Technik so weit, dass sie besser als der Mensch ist. Also gefühlt ist mir das hier bei dieser Maschine sehr bewusst geworden, dass es da ein Break-Even gibt. So, Autofill ist drin, Autopilot, alles reinmachen. Was man auch wirklich sagen muss, diese automatische Vorschubregelung, CMOS Auto Performance. Ich kann euch das so erklären, bevor ich das erstmal hier euch gleich zeigen werde. CMOS Auto Performance ist schon ein wahnsinnig intelligentes System, weil CMOS Auto Performance lernt.
lernt, wie die Bestände sind. Das heißt, wenn wir sind die ganze Zeit jetzt permanent beim hohen Bestand gefahren, bei intensiver Auslastung, da hat er eine ruhige Fahrstrategie. Er wird langsam schneller, passt sich an und kann dann sozusagen entsprechend eingreifen, so wie hier. Jetzt wird der Bestand dichter, der Motordrehzahl geht jetzt runter, aber er braucht die Geschwindigkeit nur ein bisschen reduzieren wieder und dann passt das. Wenn wir jetzt Bestände haben, die nicht so hoch sind, dann wird CMOS Auto Performance deutlich aggressiver. Also bestes Beispiel, ich kam letztens auch von dem einen Stück, unser schlechtestes Stück, was wenig Regen gekriegt hat, und da sind wir die ganze Zeit zwischen 6 und 8, 9 km/h gefahren. Und dann bin ich zu dem Stück, zu den Windmühlen gefahren, wo der meist 4 Meter ist. Da war er natürlich sehr sportlich unterwegs und ist dann ein-, zweimal etwas kräftiger reingefahren, so dass er teilweise anhalten musste, damit der Motor sich wieder regeneriert. Also dann ist die Drehzahl so auf 1100 runtergegangen. Er hat wieder Luft geholt, der Motor sozusagen, und dann fing er an, sich langsam ranzutasten und das zu lernen. Und ab dem Punkt hat es wieder funktioniert. Also CMOS Auto Performance lernt. Ich habe jetzt im Prinzip keine Fahrstrategie, die ich hier einstelle, ob aggressiv, weniger aggressiv. Wenn wir jetzt gleich gerade fahren, zeige ich euch, was ich eigentlich nur noch einstellen kann. Und der Rest entscheidet das System alleine. Ich bin schon... Lass mal einmal gerade fahren, Basti. Ich muss sagen, ich bin schon relativ viele dieser Systeme gefahren, die automatische Geschwindigkeit anpassen. Aber es war im Prinzip kein System dabei, was so gut gefahren ist. Man hat also die Fahrer, die mit diesem System fahren, kennen. Das gibt es dieses sogenannte Wippen. Er wird ein bisschen schneller, er wird ein bisschen langsamer. Dann bricht die Motordrehzahl wieder ein, wenn man unhomogene Bestände hat, und er wird wieder langsamer. Dann bleibt teilweise stehen, dann fährt er wieder gegen an. Und das hat dieses System nahezu gar nicht. Das heißt, wenn der gelernt hat und die Bestände sind gut homogen, dann funktioniert das auch. Einzig ist natürlich, wir fahren direkt von sehr dünnem Mais und dann kommt noch Wildschaden dazu, dass wir sozusagen schon durchbeschleunigt haben, und dann kommt mit einmal, ich sag mal, 60, 70 Tonnen Mais wie eine Wand. Dann hat das System Probleme, weil es natürlich nicht nach vorne gucken kann. Aber die meiste Zeit, muss ich sagen, ist es besser als ich, weil es einfach immer konzentriert ist. Also wir fahren die ganze Zeit zwischen 220 und 240 Tonnen in der Stunde. Den ganzen Tag, immer wenn wir fahren. Und das ist so der Punkt, wenn du 12 Stunden immer auf diesen Schub achtest und versuchst noch ein bisschen mehr und ein bisschen zu korrigieren, irgendwann bist du müde und irgendwann bist du einfach nicht mehr am Ball und schaffst das einfach nicht mehr. Das ist so. Da braucht mir auch keiner erzählen, dass der das über 12, 14 Stunden immer wieder schafft. Gerade je größer die Leistungsfähigkeit der Häcksler wird, desto mehr musst du da immer Gas geben und bremsen. Und der Punkt ist auch einfach, du kannst mit dem Joystick nicht richtig auf 0,1 km/h, 0,05 km/h die Geschwindigkeit anpassen. Der macht es. Der macht es, um einfach die ganze Zeit bei 100% Motorauslastung zu fahren. Ich will keine Werbung für das System fahren oder beziehungsweise machen, aber das ist wirklich ein gutes System. Also wenn ihr jetzt seht, ich habe jetzt eingestellt 1570 Umdrehungen ist die Solldrehzahl. Und ihr seht selber, wie dieses System am Ball bleibt. Da haben wir die Tonnen pro Stunde. Jetzt ist natürlich weniger, weil wir hier die Trockensubstanz geht hoch, dann ist das Material leichter. Aber an Volumen bleibt es ja natürlich, ne? So, und im Prinzip die Punkte, die ich hier einstellen kann, ist, ob es an ist, ob es aus ist. Die Kennlinien, das heißt 10 Kennlinien verwende ich, also die volle Leistung. Und dann die Maximalgeschwindigkeit kann ich begrenzen und die Solldrehzahl. Und an dieser Solldrehzahl richtet er sich. Und dem Motor macht das auch nichts aus, wenn er jetzt so wie jetzt absackt. Und ihr merkt selber, CMOS Auto Performance ist drin. Er bleibt am Ball. Also der reduziert jetzt nicht die Geschwindigkeit, nur weil er ein bisschen von seiner Drehzahl nach unten abweicht. Der weiß ganz genau, nö, das schafft der Motor, da ist gar keine Probleme. Und bleibt trotzdem am Ball. Und macht trotzdem diese Tonnen. Das ist der absolute Wahnsinn, Leute. Und sobald er etwas mehr Luft hat, so wie jetzt, ne? Jetzt kam ein bisschen Wildschaden, 2, 3 Flecken.
dann geht sofort die Kennlinie runter, weil er reduziert dann sofort die Leistung, weil er es in dem Moment nicht braucht. Und wenn dann wieder mehr kommt, dann gibt er die Kennlinie sofort wieder frei, weil er misst das ja am Gutflusskanal. So, jetzt werdet ihr gleich sehen, hier ist ja nichts. Da, die Kennlinien gehen sofort runter. Er erhöht jetzt langsam die Geschwindigkeit, also ich nehme es jetzt nicht raus, normalerweise würde ich jetzt von Hand schneller fahren. Also jetzt würde ich natürlich hier von Hand schneller fahren. Oh, wo will er hin? Ja, was noch ein bisschen mich stört, dieses Korrektursignal, dieses SATCOR 15 oder wie es heißt, hat eine sehr große Drift. Also das ist so, das GPS funktioniert super und das Lenkverhalten ist Bombe. Aber wir haben halt so wie da jetzt, ist halt eine Satellitendrift. Also er denkt, er fährt richtig auf dem Signal, aber das Signal ist im Prinzip, ja, hat sich verschoben. Weil die Satelliten bewegen sich ja. Und um das zu vermeiden, gibt es ja zum Beispiel dieses RTK-System. Weil da gibt es nochmal sozusagen einen Referenzpunkt, bei dem abgeglichen wird. Und dann hat man nicht diese Drift. Aber RTK ist halt auch das teuerste GPS-System und ist ja teilweise bei der Erntemaschine nicht vonnöten. Also du brauchst ja keinen Mehrpreis in Kauf nehmen, nur weil du 1 cm genau fahren möchtest. Aber da muss ich sagen, das muss ich echt sagen, das SF1 von John Deere hat deutlich weniger Satellitendrift. Das geht bei diesem System hier viel schneller. Es ist genau, aber nur wenn du permanent auf derselben Bahn hin und her fährst. Ja, genau, das war zu CMOS Auto Performance. Das ist ein beeindruckendes System und es erleichtert enorm. Und ihr könnt euch vorstellen, ich fahre jetzt, weiß ich nicht, 4.000, 4.500 Stunden Häcksler in meinem Leben. 12 Jahre und ich habe ja komplett angefangen bei 0. Also ich habe alles selber gemacht, vom Lenken bis Befüllen und Vorschub den ganzen Tag. Und selbst als junger Mensch war das anstrengend. Ne? Bin immer noch jung, 30, aber man merkt schon, geht bergab. 12, 14 Stunden hast du gemacht, du hast aber am Abend einen schweren Kopf. Also du bist einfach platt. Dieses System, du bist am Abend trotzdem platt, also 14 Stunden, 12 Stunden, 12 Stunden. 12 Stunden Häcksler fahren ist anstrengend, nach wie vor. Aber nicht mehr so anstrengend. Und du machst halt deutlich mehr Tonnen am Tag, Tonnen pro Stunde, weil die Systeme das hergeben. Der Häcksler ist viel, viel intelligenter. Er macht mehr Tonnen pro Stunde, weil er permanent bei 100% Auslastung fährt. Das ist ein Fakt, Leute. Da kommt kein Fahrer gegen an. Selbst wenn die, also ich sag mal, wenn die Bestände inhomogen sind, dann kommt der Fahrer gegen an. Aber wenn du diese Bestände hier hast, du kommst nicht gegen an. Kannst du nicht, definitiv nicht. Weil das Ding immer 100% konzentriert ist. Im Umkehrschluss heißt das, du machst mit einem kleineren Häcksler bedeutend mehr Tonnen. Und das kann ich euch sagen, dass das auch so ist. Wir haben sonst an guten Tagen 1700 Tonnen ungefähr gefahren. Je nachdem, wie es lief. Ich glaube, jetzt war unser schlechtester Tag gestern mit 1500 und wir haben 3-mal umgesetzt. Muss man sagen. Also... Oh, da war kurz der Akku alle. An sich muss ich jetzt hier zu Ende filmen. An sich, also ein krass intelligentes Teil und beeindruckend, wirklich, wirklich beeindruckend. Bis später, Leute. Schönen guten Morgen. Auch ein bisschen beschlagen noch die ganzen Scheiben hier. Mal ein bisschen Lüfter und Diller machen. Wir haben den 9. Oktober, Freitag früh. Also wir haben einen Tag nach gestern. Ahaha. Ja klar, Hannes, wir haben einen Tag nach gestern. Könnte das der schlauste Satz von 2021 gewesen sein? Mitunter, ja, das ist wohl möglich. Wir haben einen Tag nach gestern. Und heute haben wir einen Tag vor morgen. Oh, Hannes. Ja, Leute, herzlich willkommen, schönen guten Morgen, 9. Oktober. Wir fahren los, es ist 5 vor 7. Los geht's, ich habe gerade Scheiben geputzt, ich putze jeden Morgen Scheiben. So ziemlich die mitunter lästigste Arbeit beim Häcksel. Man hat halt also einen richtigen Stärkefilm auf den Scheiben, was du halt nicht abends mit einem trockenen Lappen oder so abgewischt kriegst. Und ihr könnt euch vorstellen, wir haben hier jede Nacht Tau. Wo willst du hin?
Wir haben hier jede Nacht Tau. Also wir kommen morgens an und die Scheiben und die Maschinen sind klatschnass. Also richtig, da steht richtig die Wassertropfen drauf. Genau, und dann kannst du halt nur nass mit Wasser putzen. Ansonsten, ja, da kommst du auch nicht drum rum, dann nicht zu machen, weil dann siehst du spätestens, wenn die Sonne kommt, gar nichts mehr. Oh, was fährt hier? Oh, kleiner Häcksler. John Deere Häcksler, fahren wir gleich mal hinterher. Genau, oh, hat sogar in eure Richtung noch gedreht, die Kamera, wa? Die GoPro ist ein bisschen weich heute Morgen am Drehgelenk. Ja, wir fahren heute, ich habe heute 8 Transporter, wir haben 4x50 Kubik, 2x35 Kubik, 1x45 Kubik. Wird nicht ganz reich. Gestern war ich 2 Kilometer weiter vorne und habe mit 7 immer ganz kurz gestanden, nicht wirklich lange. Also auf den ganzen Tag eine halbe Stunde oder so. Und heute 8 werde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr stehen müssen. Nichtsdestotrotz habe ich erstmal keinen Transport mehr bekommen. Zumal das ist halt auch nur für einen Tag. Ne? Also 1 oder 1,5 Tage, da brauchst du auch keinen fragen, der irgendwie weiter wegkommt. Schnacki Lona Schnacki, kennt ihr sicherlich auch aus den Videos, der hatte mir geschrieben, der könnte ab Montag. Ich habe aber Montag nur noch einen Tag wahrscheinlich zum Häckseln und der kommt 300 Kilometer weit weg. Ja, wenn er jetzt irgendwie eine Woche oder so vorher und dann für eine Woche wäre das natürlich was anderes gewesen. Ich glaube, hier sind aber auch alle Ferienwohnungen ausgebucht, die es so gibt. Ich habe keinen Platz mehr zu Hause. Ich habe Ole, also der JCB ist ja ein guter Schulfreund nicht, aber ein Studienfreund von mir damals. Den habe ich bei mir untergebracht. Heute Nacht noch Martin, weil seine Ferienwohnung war halt im Prinzip ab heute wieder ausgebucht. Und deswegen, ja, da habe ich auch keinen Platz bei mir zu Hause. Also das geht ja auch nicht. Genau. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Genau, achso, ja, dann müssen wir halt mal eine halbe Stunde warten. Heute häckseln wir den Mais, den wir nachgelegt haben. Also der Kranichschalen, den häckseln wir heute. Ich gehe davon aus, dass der sehr weit unten noch in der Trockensubstanz ist. Aber ich denke, da kommt dieses Jahr auch nicht mehr was dazu. Ein bisschen was ist die letzten Tage tatsächlich dazugekommen. Ich würde sagen, auf 2 TS ist in den letzten 2 Wochen was angestiegen und 2% Trockensubstanz. Wir hatten jetzt vorgestern tatsächlich auch Schläge und Partien dabei mit 37, 38% Trockensubstanz. Und dann mischt sich das schon alles, dann passt das schon. Genau, also von daher, ich gehe davon aus, der ist quietschnass und den brauchst du auch nicht länger stehen lassen, zumal dahinter der Weizen soll. Und da ist mir der Weizen noch fast ein bisschen wichtiger. Dann nehmen wir mal ein bisschen Wasser in Kauf. Bis jetzt Qualität Bombe, sehr großer Kornanteil, also die Körner sind groß und die Kolben sind groß. Ich wollte ja Körnermais machen, 20 Hektar, das haben ja nun die Kraniche weggedroschen. Und ich habe aber noch den Rest vom Saatguttank, habe ich aber noch in der Legemaschine gehabt. Und die Legemaschine, bin ich ja dann auf den Nebenschlag gefahren und da habe ich noch ein paar Reihen gelassen von dem Körnermais. Da werde ich mir das heute angucken, heute werden wir nicht hinkommen. Wir haben einmal 33 Hektar, einmal 31 Hektar. Ich glaube, wenn, schaffen wir heute einen Schlag ab. Gestern haben wir, glaube ich, 32, 33 gemacht, 1700 Tonnen. Mit ein bisschen warten, wie gesagt, und heute, glaube ich, wird es ähnlich sein. Also 1700 Tonnen, je nach Ertrag werden wir da gut oder schlecht vorankommen. Und sollte das gut aussehen, sollte der Bestand gut aussehen, die Kolben groß, ist es eventuell eine Option für mich, 10 Hektar, 8 Hektar oder so noch Körnermais zu dreschen. Warum nur so wenig, Hannes? Ich habe keinen Lagerplatz. Ich habe Hafer eingelagert, ich habe jetzt Raps zugekauft, ich habe Erbsen eingelagert und zugekauft. Ich habe meinen Weizen auf einem anderen Betrieb gelagert und genau, der lagert auf einem anderen Betrieb. Die Sonnenblumen lagern auf einem anderen Betrieb und werden da getrocknet. Und ich kann es ertraglich noch nicht einschätzen. Sind 6, sind 8 Tonnen. So, wenn wir 10 Hektar machen, dann sind es halt 60, 80, 100 Tonnen. Und das ist eine Menge und so viel muss man erstmal unterkriegen. Ne? Das wäre halt wirklich Worst Case, du drischst das, lässt das trocknen und weißt am Ende nicht wohin. Du musst es vielleicht an Landhandel verkaufen. Gut, die Preise sind dieses Jahr Bombe, aber das bringt mir ja nicht voran, wenn ich mit Futter XL Mais brauche. Ne? Genau.
Aber in Zukunft ist natürlich Lagerfläche angedacht, Leute. Und wäre 2018, 2020 nicht gewesen, die ganzen Dürrejahre, hätten wir auch alles schon was gebaut. Aber du kannst halt nur bauen, wenn auch entsprechend Geld vorhanden ist, beziehungsweise Geld dafür über ist. Genau, das machen wir heute. Also der Kranichschaden, den häckseln wir heute. Was kann ich euch bis jetzt Stripte grubbern sagen? Ach, das machen wir in einem anderen Video. Das machen wir in einem anderen Video, Leute. Dann gucken wir uns das wirklich von zu Hause aus an und gehen mal die ganzen Ertragskarten durch. Und ich sag euch, wo war Stripte, wo war gegrubbert. Ich weiß ganz genau die Stellen auf den Feldern. Und dann gucken wir uns das genau an. Gibt es Unterschiede? Ja, nein, vielleicht. Ja, genau. Soweit erstmal. Ich würde gleich, genau. Ich häcksel jetzt gleich hier einmal an. Das Stück hat 2 Kilometer Länge, yay, aber Gott sei Dank eine Gerade, also von daher geht es mit dem Anhäckseln. Wir haben auch ein 40 Hektar Stück, das weiß ich nicht, das hat nicht mehr als 50 Meter eine Gerade. Dann kommt immer ein Haus mit einer Ecke und dann kommt wieder ein Haus mit einer Ecke und dann kommt eine Kurve. Das ist deutlich anstrengender, aber das heute ist ja easy peasy, ne? Gut. Achso, es wird immer wieder gefragt, Let's Drive, machst du noch ein Let's Drive? Ich habe schon 2 aufgenommen für euch, ich werde noch ein 3. aufnehmen vom Häckseln. Und ja, ich weiß nicht, das werden wir nicht schaffen, dass der letzte Hänger vielleicht auf dem Silo liegen bleibt und ich mache daraus einen Let's Drive mit dem 8R vom Silo schieben. Ich glaube, das wäre für sehr, sehr viele interessant. Wir müssen mal gucken, wann wir fertig werden. Wenn wir an einem halben Tag nachmittags fertig werden, dann kann ich mir das durchaus vorstellen, zu Sebastian zu sagen, lass mal 2 Hänger liegen, ich mache noch Aufnahmen, ich mache da noch ein Let's Drive draus. Wenn es natürlich so ist, dass wir um 19 Uhr das Ende schon abzusehen ist und wir sagen, naja, um 21 Uhr sind wir fertig, dann machen wir natürlich den letzten Tag noch durch. Ne? Davon würde ich es abhängig machen. Ansonsten, ich habe Aufnahmen für euch gemacht. Das ist alles das für mein Winterprogramm. Ihr wisst, im Winter ist weniger los. Und dementsprechend brauche ich ein bisschen Material und das würde sozusagen im Winter alles veröffentlicht werden. Soweit erstmal, Leute. Soweit erstmal. Und wie das nachher in dem neuen Schlag aussieht, das gucken wir uns nachher an, wenn wir da rumfahren. Und das Ganze in der nächsten Folge. Also, ich wünsche euch viel Spaß oder ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinguckt. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Number, I would let you know how I feel. You walk up to me, start dancing to the music, energies like this was meant to be. Take my hand, I feel my heart beat, and I don't want this moment to stop. Time to go home, don't want this night to end. Yeah, about time we stop pretending. Come home. It's all about us, as we're dancing close together, making out. It's all about us, it's all about us. There's some magic in your eyes, can't get enough. Feel your hands, the way you're touching me around my neck. Got chills down my back, you do it right. The way you're holding me, no, I don't want this moment to stop. About time we stop pretending.